Hallo liebe Häkelfreunde, dieser kuschelige Pullover wärmt euch auch an kalten Tagen und ist durch das einfache V-Muster gleichzeitig angenehm leicht und luftdurchlässig. Die Anleitung ist für verschiedene Materialien geeignet, da ihr aus verschiedenen Maschenzahlen wählen könnt. Dieses Sommershirt habe ich zum Beispiel genau nach der gleichen Anleitung gehäkelt. Der legere Raglanschnitt kann in den Standardgrößen von 36 bis 50 gehäkelt werden. Bitte beachtet unbedingt alle Textseiten nach den Intros, damit euch keine wichtigen Informationen bezüglich Verbrauch, Technik, Zusammensetzung der Maschenzahl, Tipps und Tricks usw. entgehen. Dadurch beantworten sich in der Regel die meisten Fragen von selbst. Ansonsten helfe ich natürlich gerne. Sonderwünsche und Designänderungen sind allerdings ausnahmslos selbstständig durchzuführen. Das würde meine Zeitressourcen sprengen. Die Größenangaben erscheinen immer dann im Video, wenn sie benötigt werden. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Die Informationen auf dieser Seite bieten euch die Möglichkeit, die verwendete Wolle mit anderen Garnen zu vergleichen. Die wichtigsten Parameter für einen Vergleich sind neben der Zusammensetzung die Lauflänge pro 50 Gramm und die auf der Banderole angegebenen Nadelstärken. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Hier seht ihr die Zusammensetzung der Maschenzahl. Wir brauchen pro Kante eine Maschenzahl, die durch 3 teilbar ist, plus 4 zusätzliche Maschen für die Zunahmestellen. Ihr könnt bei diesem Projekt aus verschiedenen Maschenzahlen wählen, das erklärt sich im Verlauf der Anleitung. Diese Anleitung ist somit für verschiedene Materialien geeignet. Wählt die Nadelstärken passend zu eurer Wolle. Dieser Pullover wird von oben nach unten in Runden ohne Wänden gehäkelt. Durch das V-Muster wird die Neigung der Maschen aufgehoben und das Teil wird völlig gerade und symmetrisch. Ich halte mich an folgende Faustregel, wenn von oben nach unten gehäkelt wird. Die Anfangskette muss locker über den Kopf passen, im Zweifel besser zu groß als zu klein. Der Ausschnitt kann am Ende, wenn nötig, durch Abnahmen oder eine dünnere Häkelnadel verkleinert werden. Er kann aber nicht vergrößert werden. In der Anleitung wird die Herstellung des Pullovers gezeigt. Das Shirt funktioniert genau gleich. Das Shirt habe ich mit der Twister Solid von hobbii.de mit Häkelnadeln 3,0 und 3,5 mm mit 130 Anschlagsmaschen ohne Ärmel und ohne Bund angefertigt. Statt des Kragens könnt ihr einfach ein paar Runden fester Maschen häkeln. Angaben zum Verbrauch findet ihr in der nächsten Einstellung.
Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Meine Anleitungen sind von Anfang bis Ende wohl durchdacht und genau erklärt. Die meisten Fragen beantworten sich erfahrungsgemäß von selbst, wenn man das Video aufmerksam und zur Gänze anschaut. Für berechtigte Fragen stehe ich gerne und ausschließlich via Kommentarfunktion sowie in meiner Facebook-Gruppe Schick umrankt mit Karin zur Verfügung, sobald es meine Zeit erlaubt. Für Änderungen des Designs, der Machart, des Musters oder andere Sonderwünsche stehe ich grundsätzlich nicht zur Verfügung. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 4 mm und danach steige ich auf eine Häkelnadel 5 mm um. Ich zeige euch zunächst ein paar Maschen im elastischen Anschlag. Maße und Zahlen folgen danach. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Luftmasche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe und dann durch die anderen 2. Ich steche in den dritten Faden von der Nadel aus gesehen ein. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Die Kette muss zwischen 65 und 70 cm lang sein. Ich mache zum Beispiel 112 feste Maschen. Ich schreibe euch andere verwendbare Maschenzahlen oben in die Ecke. Und wenn die Kette sowohl die richtige Länge hat als auch eine der genannten Maschenzahlen, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 112 Maschen angeschlagen. Bei mir sind das ungefähr 65 cm. Ihr habt ebenfalls eure Länge und eine der angegebenen Maschenzahlen verwendet. Die schönen Maschen sind unten und wir geben die Kette oben zusammen, sodass die schönen Maschen im Außenkreis sind, und wir schließen mit einer Kettenmasche in die erste feste Masche zur Runde. Und jetzt steige ich auf eine Häkelnadel 5 mm um. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche und in dieselbe Masche, wo die Luftmasche herauskommt, eine feste Masche, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Und ich häkle noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Diese ersten 2 Stäbchen sind eine halbe Ecke und jetzt müsst ihr immer oben nachschauen, wie viele V ihr häkeln müsst. Bei einer Maschenzahl von 112 häkle ich jetzt
12V und hier bitte genau aufpassen. Diese Masche ist besetzt und nach der Ecke lassen wir eine Masche aus und häkeln in die übernächste Masche ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Zwischen den V lassen wir 2 Maschen aus und häkeln in jede dritte Masche ein V, bestehend aus einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. 2 Maschen auslassen und ein V häkeln. Bei mir ergeben sich, wie gesagt, 12 V bis zur nächsten Ecke und ihr schaut oben nach, wie viele V ihr häkeln müsst. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl V gehäkelt. Ganz wichtig, diese ersten 2 Stäbchen sind eine halbe Ecke. Die zweite Hälfte kommt am Ende der Runde hinzu. Das ist also kein V. Erst ab der Ecke zählen. Und ganz wichtig, nach der Ecke und vor der Ecke, das zeige ich euch gleich, nur eine Masche auslassen und zwischen dem V 2 Maschen auslassen. Wir kommen zu einer Ecke, also hier nur eine Masche auslassen und in der ersten Musterreihe besteht die Ecke aus 2 Stäbchen in eine Masche, 2 Luftmaschen und noch einmal 2 Stäbchen in eine Masche, in dieselbe Masche. Und jetzt häkelt ihr wieder die angegebene Anzahl V für eure Maschenzahl. Ganz wichtig, nach der Ecke nur eine Masche auslassen, das erste V häkeln, zwischen den V 2 Maschen auslassen. Und wenn ihr eure Anzahl gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl V wieder gehäkelt und wie gesagt, immer ohne die Ecken zählen. Und nach dem letzten V machen wir wieder eine Ecke und hier lassen wir nur eine Masche aus und häkeln die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wir lassen eine Masche aus und häkeln wieder unsere Anzahl V und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl V gehäkelt. Es ist dieselbe Anzahl wie hier. Und nach dem letzten V lassen wir eine Masche aus und häkeln die Ecke mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wir lassen eine Masche aus und hier beginnen wir wieder mit dem V. Nicht vergessen, zwischen den V immer 2 Maschen auslassen und hier ergibt sich dieselbe Anzahl V wie auf der gegenüberliegenden Kante. Am Ende bleibt eine Masche übrig und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Hier bleibt eine feste Masche übrig. Hier haben wir die halbe Ecke vom Anfang der Runde und in dieselbe Masche, wo diese 2 Stäbchen schon drin sind, häkeln wir 2 Stäbchen
Das ist die zweite Hälfte der Ecke und wir schließen mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Auf diese Weise erhalten wir auch hier eine schöne Ecke und wir befinden uns automatisch in der Mitte der Ecke. Und jetzt gut aufpassen. Jetzt folgt die zweite Musterreihe und die unterscheidet sich von der ersten Musterreihe. Der Mustersatz besteht aus 2 Reihen, welche nicht gleich sind. In der zweiten Musterreihe häkeln wir zuerst eine Luftmasche, eine feste Masche in die Lücke, noch eine Luftmasche und eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das Ersatzstäbchen und gleichzeitig eine halbe Ecke. In der zweiten Musterreihe häkeln wir nur ein Stäbchen. Und dann häkeln wir auf die zugenommenen Stäbchen der Vorrunde jeweils ein Stäbchen drauf, sodass wir hier 3 Stäbchen haben, die zusammenkommen. Und dann häkeln wir in die V wieder V. Immer ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, ins nächste V springen und wieder ein V häkeln. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe alle vorhandenen V gehäkelt. Hier seht ihr die Ecke der Vorrunde und auf die 2 zugenommenen Stäbchen häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Dann häkeln wir ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und auch nach der Ecke häkeln wir 2 Stäbchen auf die zugenommenen Stäbchen, sodass hier beidseitig der Lücke 3 Stäbchen zusammenkommen. Dann springen wir ins erste V und häkeln die vorhandenen V. Und bei der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder bei der Ecke angekommen. Hier seht ihr die zugenommenen Stäbchen der Vorrunde. Wir häkeln 2 Stäbchen vor der Lücke, ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und 2 Stäbchen nach der Lücke. Und dann häkeln wir die vorhandenen V. Die nächste Ecke macht ihr genau gleich und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende der Runde häkeln wir 2 Stäbchen auf die zugenommenen Stäbchen und ein Stäbchen in die Lücke. Hier ist die halbe Ecke schon drin und wir schließen immer mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Das war der erste Mustersatz. Wie gesagt, er besteht aus 2 Reihen und ich zeige euch beide Runden noch einmal. In der ersten Musterreihe starten wir mit dem Ersatzstäbchen in die Lücke und wir häkeln noch ein Stäbchen in die Lücke. Das ist ganz wichtig. 2 Stäbchen in die Lücke. Jetzt haben wir 3 Stäbchen als Basis, die aus der Vorrunde vorhanden sind
und ins mittlere Stäbchen häkeln wir ein neues V. Das erste Stäbchen auslassen, ein neues V häkeln und dann ins nächste V, das bereits vorhanden ist, springen und alle vorhandenen V häkeln. Und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle vorhandenen V gehäkelt. Hier seht ihr die Ecke mit jeweils 3 Stäbchen. Und hier können wir ins mittlere Stäbchen dieser 3 Stäbchen ein neues V bilden. Mit einem Stäbchen, einer Luftmasche und einem Stäbchen. Dann springen wir direkt in die Lücke und häkeln in der ersten Musterreihe 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen in die Lücke. Und nach der Lücke haben wir wieder 3 Stäbchen. Wir häkeln ein neues V in die Mitte der 3 Stäbchen und dann springen wir zum nächsten bereits vorhandenen V und häkeln die vorhandenen V. Und die nächsten Ecken macht ihr genau gleich und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch am Ende der Runde bilden wir ein neues V. Und dann häkeln wir die zweite Hälfte der Ecke mit 2 Stäbchen in die Lücke. Und dann schließen wir mit einem halben Stäbchen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und die zweite Musterreihe beginnt mit einem Ersatzstäbchen in die Lücke. Nur ein Stäbchen und dann haben wir hier 2 Stäbchen als Basis und hier häkeln wir jeweils ein Stäbchen drauf, sodass 3 Stäbchen zusammenkommen und dann häkeln wir die vorhandenen V und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Ich habe alle vorhandenen V gehäkelt. Hier haben wir die Ecke mit diesen 2 Stäbchen und hier häkeln wir 2 Stäbchen drauf, ein Stäbchen in die Ecke, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die Lücke und 2 Stäbchen auf die zugenommenen Stäbchen der Vorrunde, sodass hier 3 Stäbchen zusammenkommen. Und dann häkeln wir wieder die vorhandenen V. Und die anderen Ecken macht ihr genau gleich. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen. Ganz wichtig, auch am Ende der Runde 2 Stäbchen auf die zugenommenen Stäbchen häkeln und ein Stäbchen in die Lücke und wir schließen mit einem halben Stäbchen in den Kopf des ersten Stäbchens zur Runde. Das Ganze sieht jetzt so aus und wenn das Teil größer ist, muss das nicht mehr flach auf dem Tisch liegen. Es wird später so getragen und wir wiederholen
die letzten 2 Reihen, die wir soeben gemacht haben, immer abwechselnd, immer die erste und die zweite Musterreihe häkeln, immer beide Reihen häkeln und dann messen, und zwar bis wir ein bestimmtes Maß erreicht haben auf der längeren Kante, von Lücke zu Lücke gemessen. Die Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Passe hat die gewünschte Größe erreicht. Und am besten macht ihr eine Anprobe und schaut, ob es für euch passt. Sollte euch das Armloch zu groß erscheinen, ist das kein Problem, das können wir später noch kleiner machen. Und wenn eure Passe ebenfalls die benötigten Maße erreicht hat, dann teilen wir die Ärmel ab. Wir beginnen wie gewohnt mit dem Ersatzstäbchen in die Lücke. Und wir häkeln hier nur ein Stäbchen in die Lücke. Und hier haben wir 3 Stäbchen aus der Vorreihe. Und hier häkeln wir wie gewohnt ein neues V in die Mitte der 3 Stäbchen. Und dann häkeln wir die vorhandenen V bis zur nächsten Ecke. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin an der Ecke angekommen. Auch hier habe ich über diesen 3 Stäbchen ein neues V gebildet. Hier ist die Ecke und jetzt überspringen wir den Ärmelteil und wir legen die 2 Lücken übereinander und wir häkeln durch beide Teile durch ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Somit haben wir hier auch ein neues V und dann häkeln wir beim anderen breiten Teil weiter. Hier haben wir den Ärmel abgeteilt. Und auch hier bilden wir über diesen 3 Stäbchen ein neues V. Dann häkeln wir alle vorhandenen V und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir sind beinahe mit der Runde fertig. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt und hier haben wir jetzt unter dem Arm ein neues V und hier können wir dann die V wieder weiterführen. Hier habe ich ebenfalls über diesen 3 Stäbchen ein neues V gebildet und jetzt legen wir wieder die Ecken übereinander. Hier genau schauen. Hier ist das erste Stäbchen, also ein halbes V und hier müsst ihr die Lücken übereinander legen und ein Stäbchen durch, die Lücken häkeln. Das erste haben wir hier schon gemacht und ab jetzt schließe ich so zur Runde. Ich häkle eine Luftmasche und schließe in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Somit haben wir auch hier ein V gebildet. Und wir machen noch eine Runde gemeinsam. Ab jetzt beginnt die Runde so, wir häkeln eine Luftmasche und dann stechen wir rückwärts in die Lücke ein und häkeln hier das Ersatzstäbchen, damit dieses V nicht größer wird als die anderen V. Wir häkeln auch hier nur ein halbes V, dann häkeln wir alle vorhandenen V einmal rundherum. Und wie gesagt, auch hier haben wir
unter dem Arm ein V. Also einfach die Runde mit lauter V häkeln und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder unter dem Arm angekommen. Hier haben wir am Anfang der Reihe ein halbes V gehäkelt. Wir häkeln die zweite Hälfte in die Lücke und dann häkeln wir eine Luftmasche und schließen in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und wie gesagt, die Runde beginnt so: Wir häkeln eine Luftmasche und stechen rückwärts in die Lücke ein, häkeln das Ersatzstäbchen und das ist gleichzeitig ein halbes V. Und dann einfach alle vorhandenen V häkeln und am Ende wieder die zweite Hälfte des V häkeln und wie gezeigt zur Runde schließen. Und wir häkeln jetzt den Pullover gerade hinunter bis zum Bund. Wir messen von der Schulter gerade hinunter. Ich schreibe euch Richtwerte oben in die Ecke und am Ende werde ich einen Bund von circa 8 cm dran häkeln. Aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Länge bis zum Bund erreicht und jetzt häkeln wir den Bund dran und damit der Bund straffer wird, steige ich jetzt auf eine dünnere Häkelnadel um. In meinem Fall Häkelnadel 4 mm. Zunächst häkeln wir eine Reihe Stäbchen. Ich beginne mit dem Ersatzstäbchen und ich häkle das Stäbchen in dieses V-Stäbchen. Und dann häkle ich in jeden Maschenkopf ein Stäbchen und auch in die Lücke ins V ein Stäbchen. Hier genau schauen, auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und auch in die V ein Stäbchen. Und ich achte darauf, dass ich eine gerade Anzahl Stäbchen erhalte. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen und ich schließe mit einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Ab jetzt beginne ich mit 2 Luftmaschen und damit ist das erste Stäbchen besetzt und ich häkle abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Hier seht ihr die 2 Luftmaschen vom Beginn. Die Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann schließen wir in die zweite Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde. Und wie gesagt, wir beginnen mit 2 Luftmaschen und jede Runde beginnt mit einem Reliefstäbchen von vorne und dann kommt ein Reliefstäbchen von hinten und so weiter. Und jede Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche. Und ich mache den Bund circa 8 cm breit
Und am besten macht ihr eine Anprobe und schaut, wie lang ihr den Pullover haben möchtet. Und wenn ihr euren Bund gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Ich häkle den Kragen mit einer dünneren Häkelnadel. Dadurch wird der Ausschnitt enger. Falls nötig, könnt ihr zusätzlich in der ersten Runde in regelmäßigen Abständen 2 zusammen abgemaschte Stäbchen häkeln. Diese 2 zusammen abgemaschten Stäbchen sind in der zweiten Runde als ein Stäbchen zu betrachten. Das bedeutet, ihr müsst die Reliefstäbchen um beide Stäbchen herum häkeln. Willkommen zurück, ich habe den Bund fertiggestellt. Jetzt machen wir gemeinsam den Kragen. Ich habe auch schon einen Ärmel vorbereitet, aber den machen wir nachher. Zuerst machen wir gemeinsam den Kragen. Und ich beginne hier bei einer Schulter. Ungefähr in der Hälfte der Schulter bzw. des Ärmels steche ich ein und ich häkle den Kragen mit einer dünneren Häkelnadel. Ich nehme die 4 mm Nadel. Ich steche hier tiefer ein. Ich nehme nicht nur den obersten Faden, ich verknote den Faden. Ich steche noch einmal in dieselbe Einstichstelle ein, hole den Faden durch, ich häkle eine Luftmasche und dann häkle ich das Ersatzstäbchen zu Ende und ich nehme aus jeder vorhandenen Einstichstelle ein Stäbchen auf. Wie gesagt, hier könnt ihr ruhig tief einstechen und ich achte darauf, dass ich eine gerade Anzahl Stäbchen aufnehme. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen und schließe in den Kopf des ersten Stäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Und jetzt machen wir genau das gleiche wie beim unteren Bund. Wir starten mit 2 Luftmaschen und häkeln abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten, genau gleich wie beim unteren Bund. Und ich mache den Kragen circa 5 cm hoch. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe den Kragen fertiggestellt und wie schon erwähnt, ich habe einen Ärmel vorbereitet. Zur Erklärung, ich habe den Ärmel nicht über die gesamte Breite des Armlochs gehäkelt, sondern hier eine kleine Naht gemacht. Ich habe den Ärmel gerade hinunter gehäkelt und zwar mit der dünneren Häkelnadel. Ich habe die Häkelnadel 4 mm genommen, damit der Ärmel ein bisschen schmaler wird. Hier unten habe ich die Maschenzahl um 1/3 circa reduziert und dann wieder das Bündchen dran gehäkelt. Und wie das alles gemacht wird, das zeige ich euch jetzt. Wir beginnen unter dem Arm. Hier seht ihr die Zunahmen und hier befinden sich 3 Stäbchen. Und wenn ihr den Ärmel weiter haben wollt, häkelt ihr hier ins mittlere Stäbchen das erste V. Ich beginne hier im ersten V und hier hole ich den Faden durch. Ich verknote den Faden
Knoten befindet sich am rechten Rand der Lücke. Ich steche noch einmal ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und dann eine feste Masche und ich häkle das Ersatzstäbchen zu Ende. Dann häkle ich eine Luftmasche und ich häkle ins V das erste V. Und dann häkle ich in jedes vorhandene V wieder ein V. Und wenn ich hier hinten beim letzten V angekommen bin, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beim letzten V angekommen. Ich lasse hier diese 3 Stäbchen übrig. Falls ihr hier bei den 3 Stäbchen begonnen habt, müsst ihr natürlich auch hier noch ein V häkeln. Und dann schließen wir in das erste V, das wir gehäkelt haben. Wir schließen zunächst in den Kopf des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche und häkeln noch eine Kettmasche in die Lücke. Dieses Stück wird später mit dem Anfangsfaden auf der Innenseite zugenäht. Und jetzt starte ich wieder mit einer Luftmasche, häkle das Ersatzstäbchen in die Lücke, eine Luftmasche und wir häkeln das erste V. Und wir häkeln wieder in jedes V ein V und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und wie gesagt, ich schließe zunächst mit einer Kettmasche ins Ersatzstäbchen und dann häkle ich noch eine Kettmasche in die Lücke und hier häkeln wir in die Lücke das Ersatzstäbchen, eine Luftmasche und noch ein Stäbchen. Das ist das erste V. Und ich häkle den Ärmel bis zum Bund gerade hinunter. Der Bund ist ungefähr 6 cm breit und für die Länge bis zum Bund schreibe ich euch einen Richtwert oben in die Ecke. Und wenn ihr dort angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Ärmel hat die benötigte Länge bis zum Bund erreicht und jetzt reduzieren wir die Maschenzahl um circa 1/3. Ich beginne mit dem Ersatzstäbchen über dem Ersatzstäbchen der Vorreihe und ich häkle auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Die Luftmaschen lasse ich aus. Einfach schauen, wo die Stäbchen sind und nur auf die Stäbchen ein Stäbchen häkeln und die Luftmaschenbogen auslassen. Und wir erhalten automatisch eine gerade Maschenzahl und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl Stäbchen aufgenommen und ich schließe mit einer Kettmasche in den Kopf des Ersatzstäbchens zur Runde. Und ab jetzt beginnen wir mit 2 Luftmaschen. Damit ist das Ersatzstäbchen besetzt und wir häkeln abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Hier seht ihr die 2 Luftmaschen vom Beginn der Runde und wir schließen in die zweite Luftmasche mit einer Kettmasche zur Runde. Die Runde endet mit einem Reliefstäbchen von vorne und einer Kettmasche in die zweite Luftmasche und wir starten immer mit 2 Luftmaschen und häkeln wieder abwechselnd ein Reliefstäbchen von vorne und ein Reliefstäbchen von hinten. Es funktioniert genau gleich wie beim Kragen. Und am besten macht ihr eine Anprobe und schaut, wie lange der Bund sein muss. Ich mache den Bund circa 6 cm breit. Und am Ende müsst ihr natürlich den zweiten Ärmel genau gleich machen. Am besten Notizen machen beim ersten Ärmel. Und ganz zum Schluss müsst ihr hier noch die Naht mit Überwendlingsstichen schließen. Und wenn ihr das alles gemacht habt, ist unser wunderschöner Pullover fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.